wenn du 9 Kilo Wagyu Brisket schaffst? Ach du Scheiße. Da ist es. Halleluja. Kann man es jetzt schon schön sehen? Es sieht so geil aus. 9 Kilo Wagyu Brisket Challenge. Viel Spaß. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und einer neuen Folge. Und ich würde sagen, einem Event, was es auf diesem Kanal noch nicht gab. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch eine geile Food Challenge mit keinem Geringeren als Joshua von Grillstar und sogar Grillgods geeinigt. Wir sind hier auf dem Grillstar Event. Ihr seht so ein bisschen im Hintergrund. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch und zeigen, Können was wir das gerne hier machen. erwartet, oder? Ich würde sagen, wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, auf die Challenge und ich sag mal, das Event eingehen, können wir uns da ein bisschen was anschauen. Ne? Ja, wir richtig neapolitanische Pizza aus dem original italienischen Pizzaofen und wir haben einen italienischen Pizzabäcker da, der uns die heute macht. Ich hoffe, da kommen wir gleich noch später zu, denn wir kommen gleich zu dem Highlight eigentlich heute und deswegen bin ich auch hier. Aber wenn du danach echt noch hier dich durchprobieren kannst, dann hast du noch viel größeren Ihr wisst Respekt jetzt gleich verdient. Bescheid, warum. Wartet. Hier Genau. haben wir noch eine Hüpfburg, ne? Ein bisschen Unterhaltung Klar, für die Kinder, und so, wir ne? haben Hüpfburg, wir haben eine Tombola, wir haben Torwandschießen, wir haben Kinderschminken und so weiter. Ne? Wir kommen jetzt eigentlich zu unserem Highlight und ich glaube, wenn ihr das schon von Weitem seht und wir können auch immer mal ein bisschen näher dran gehen, dann haben wir hier einfach, Joscha, ein komplettes Wagyu-Rind, ne? Genau, ein komplettes Rind- und Ochsengrillen kennt vielleicht der ein oder andere. Das sieht man hier und da mal auf dem Jahrmarkt, mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Aber das ist Wagyu. Das ist das teuerste und hochwertigste Fleisch, was es auf dieser Erde gibt. 100% Fullblood Wagyu A5 und das jetzt im Ganzen auf den Spieß gedreht. Und da kommen wir jetzt zum Stichwort, weshalb ich und wir heute hier sind im Rahmen von der Big M Community, denn wir haben uns im Rahmen des Events auf eine geile Challenge eingelassen, die lautet wie? Du wirst von so einem Wagyu-Rind eine komplette Rinderbrust, das bedeutet ein Brisket, im Gesamten verspeisen. Das haben wir bereits für dich fertig zubereitet, das kriegst du jetzt gleich. Und das hat je nach Ausgangslage des Gewichts des Rindes zwischen 6 und 9 Kilo. 9 Kilo haben wir den Zuschauern versprochen. Ganz so ein großes Brisket hatten wir nicht, deswegen habe ich noch ein kleines Stück von einem zweiten Brisket, damit wir auf die 9 Kilo kommen. Ernsthaft? Ernsthaft. Es muss sich ja auch, ich sag mal, lohnen, nicht nur das geilste Fleisch der Welt zu essen, sondern gleichzeitig auch, ich sag mal, in der Masse mit einem geilen Preis. Und ich will meinen Big M Lifetime Pass erweitern, kostenloses Essen für die Ewigkeit. Du wärst Stempel Nummer 7, aber dadurch, dass ihr ja kein klassisches Restaurant, lokal seid, gibt es was anderes als Preis, wenn ich Ja, schaffe. und zwar haben wir ja einen der geilsten Online-Fleischversandhandel und das kann man natürlich auch stationär bei uns kaufen, weil wir haben das beste Fleisch aller Regionen der Welt. Nicht nur Wagyu, wir haben auch noch GOP, wir haben Jacks Creek, wir haben Creekstone, wir haben Wagyu aus Deutschland, wir haben Red Heifer, Shiomiso Age. Wir waren im Kühlhaus, du hast gesehen, was für einen Warenwert wir dort haben. All das kann dir quasi gehören. Du kannst so viel Fleisch bestellen davon, wie du willst, wenn du 9 Kilo Wagyu Brisket schaffst. Ihr habt es gehört, Leute, das ist die Challenge heute. 9 Kilo des Swings Wagyu-Fleisch, Premium-Fleisch für die Ewigkeit nach Hause geliefert. Das heißt, der Big M Lifetime Pass würde sich nicht nur auf Restaurants erweitern, sondern sogar mit dem geilsten Fleisch, das es gibt, für zu Hause. Ich habe richtig Bock. Wenn ich das Fleisch so sehe, habe ich wirklich Lust darauf. Ich weiß, dass ich gleich vielleicht den Mund zu voll nehme, aber ich würde sagen, das wird eine geile Challenge. Für euch ein geiler Livestream auch, wenn ihr nicht live dabei gewesen seid. Kommt in Zukunft immer dabei. Ich nehme die Wette an und ich würde sagen, Joshua, let's go. Die Wette gilt. Ach du Da Scheiße. ist es. Also, wie versprochen, sind nicht ganz die 9 Kilo Ausgangsgewicht gewesen. Von deswegen einem, haben wir noch ein deswegen Stück noch dabei. 2 Stück. Aber du hast Korrekt. auch gesagt, du isst ja ein kleines Stückchen mit mir. Ja, Ne? also ich glaube, die Zuschauer freuen sich, wenn ich möglichst wenig esse. Ich glaube, die wollen beide Geschmäcker wenigstens haben. Wie lange habt ihr das jetzt fertig gemacht? Insgesamt knapp 18 Stunden hat es gebraucht. 18 Hat sehr lang Stunden. gedauert auf dem Smoker. Also zwischen 12 und 18 Stunden brauchst du, um so ein Brisket fertig zu kriegen, auf eine Wahnsinn. traditionelle Art und Weise. Ne? Das Fleisch, was jetzt vor uns liegt, was würde das jetzt, ich sag mal, für den Endkundenverbraucher, wenn ich mir das jetzt für zu Hause holen würde, kosten? In dem Ausmaß? Zahlst du für ein Wagyu-Brisket, für einen Full-Packer 500 bis 800 Euro. Ja. Na, für nur jetzt so ein Stück. Ja. Dann bereitest du es auch noch mal so zu. Du musst natürlich die Arbeitszeit etc. mit Ja. einberechnen. Also am Ende des Tages liegst du vielleicht irgendwo bei 1000 Euro für so ein Stück. Okay. Ja. Der Moment der Wahrheit. Ich habe es selber noch nicht im fertigen Zustand gesehen. Wir haben es ja eingeschlagen. Wir haben jetzt hier noch sogenanntes Butcher Paper, also Metzgerpapier. Der Jiggle ist da. Halleluja. Kann man es jetzt schon schön sehen? Es sieht so geil aus. So, da haben wir es. Das war Nummer 1. Das war Nummer 1. Machen wir das kleine direkt dazu, oder? Selbes Fleisch, selbe Saftigkeit. Guck mal hier. Wir dürfen ja das gute Wagyu-Fett nicht vergeuden. Ne? Ja, ist ja nicht so, als ob gleich nicht genug Fett reinkommt. Genau. Ja komm, 9 Kilo müssen ja auch 9 Kilo sein. Ne? Das stimmt auch wieder. Darf nicht weg. Sollen wir mal hier mittig reinschneiden? Willst du das machen? Hast du schon mal ein Brisket angeschnitten? Nee, angeschnitten noch nicht. Ich bin Also immer der Verkoster. Okay, wir haben Point und Flat. Wir haben jetzt hier das Flat und auf der anderen Seite haben wir das Point aufliegen.
Du siehst jetzt hier die Fleischfaser, wie sie so verläuft. Ja. Und beim Flat, wie sie so verläuft. Ja. Du kannst jetzt einmal für die Zuschauer hier mittig mal durchschneiden. Dann schneiden wir quasi mit der Fleischfaser einmal. Schneiden wir einmal hier durch. Am besten nimmt man immer ein Sägemesser dafür. Haben wir jetzt hier nichts, aber auch egal. Dann einmal durchschneiden, ganz durch, unten durchtrennen. Jetzt trennen wir es mal. Willst du es zuerst sehen oder die Zuschauer? Nee, gib ruhig den Zuschauern. Ich habe gleich genug davon zu sehen. Alles klar. Und da haben wir es. So muss ein Brisket aussehen. Seht ihr, dass wie das richtig schön da rausläuft? Ein perfektes Beef Brisket. Bist du ready? Ich bin ready. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall auch ein Stück. Also Seid ihr Leute ready? Ich würde sagen, ihr auch alle. Ja? Dann würde ich sagen, auf geht's in die legendäre 9 Kilo Wagyu Brisket Challenge und damit winkt Premium-Fleisch für die Ewigkeit. Viel Spaß. Let's go. Lass mich nicht hängen. So leicht ich nicht hängen. Also So. Leute, damit würde ich sagen, fangen wir an. 1,5 Stunden haben wir übrigens Zeit. Das ist das Zeitlimit. Und ich würde sagen, Sieht man hier auf der Kamera diesen schönen Rauchring, diesen Smoke-Ring? Ihr seht das, ne? ich sehe nur einfach geiles Fleisch. Ja. Lass dir schmecken. Zum Wohl. Nach dem Stück bin ich schon raus. Dann darf er weitermachen. Boah. Aber was ich jetzt schon merke, ne? Es ist so zart und weich und natürlich auch so geschmackvoll, salzig. Das auch mit dazu, das Fett, ne? Ja. Also die Geschmacksträger. Also unfassbar lecker. Also für alle im Stream, das, warum ich glaube, dass er es nicht schafft, ist der Fettgehalt von diesem Fleisch. Das ist wirklich nahezu unmenschlich. Bei einem A5 Wagyu haben wir so knapp 60% Fettgehalt. Das heißt, wenn wir über 9 Kilo Fleisch reden, reden wir circa über 5 Kilo Fett. Wahnsinn. Also ich habe Ja. auch noch nie 5 Kilo Fett zu mir genommen. Wenn du das schaffst, wirklich, sonst hätte ich mich auf diesen Wetteinsatz auch nicht eingelassen. Also muss ja, ja, das ist schlimm. Weil du hast ja schon mal das eine oder andere gesehen. Nichtsdestotrotz immer wieder was anderes live, ne? Das muss man auch sagen. Weil es in Kamera und in sowas ja nie immer so auch rüberkommt wie in Real Life. Ne? Also gerade jetzt, wenn ihr, ich sag mal, nicht beim Live-Event jetzt dabei gewesen seid, kann ich immer auch mal empfehlen, mit da live dazugekommen, wo ich bin. Zweimal die Woche, jeden Donnerstag, Sonntag machen wir das. Weil es einfach in Live nochmal eine ganz andere Nummer ist, wie es aussieht, als ich sag mal vor Kamera. Ne? Aber es schmeckt 1A. Ja, ne? Also es schmeckt, ich habe mich so Freut drauf mich sehr zu gefreut. hören. Also Halleluja, geil. Ich würde gerne den anderen hier was anbieten, weil das echt unangenehm ist, hier jetzt so zu essen. Aber wie gesagt, ihr könnt es vorne wirklich kriegen. Genau in derselben Qualität, genauso schön zart. Weil es Wo halt, ist mein Fleisch? ja, komm, ich mach dir direkt Ey, wieder dachte was. mal, da muss ich ja warten. Ja, gut, Das das ist doch besser hier, für mich. Das Ne? ist doch, ihr wollt gerade sagen, das ist doch nur, damit ich die Zeit nicht schaffe. Okay, okay. Also muss ich schneller schneiden, weil du so schnell isst, ja? Ja, Sehr gut, sehr gut. Okay, ich sehe schon, du bist auf einem guten Weg. Leider. So, dann machen wir dickere Scheiben hier für dich. ich bedanke mich schon mal. Bitte sehr. Ich muss es ja groß gar nicht, weil ich kann es ja so zerpflücken. Du kannst es einfach das ist ja zerpflücken. das ist es. Das ich kann's ist ja so genau zerpflücken. einmal Bend-Test und dann einmal Tenderness-Test. Und dafür kannst du es einfach zerziehen. Ne? Hier haben wir so ein bisschen so Burnt Ends, nennt Ja, man das. ja. So diese Spitzen, die macht man meistens im Barbecue dann nochmal in extra Butter, extra Zucker auf dem Smoker. Komm hier, da ist alles auch noch dabei. Ist alles Geschmack drin hier. Also Leute, wir lassen uns schmecken, ihr seht's, ne? Aber es ist schon wirklich, also es ist sehr, sehr fettig, das kann man nicht anders sagen. So, aber ich will wirklich wissen, was du zu unserer Soße sagst, weil die ist hausgemacht. Er freut sich größter Beliebtheit hier, aber du musst mir auch mal ehrlich sagen, was du darüber denkst. Ist extra eine Soße, die abgestimmt ist auf Brisket, das heißt auf sehr fettiges Fleisch. Heißt schon mal süßlich. Boah. Sehr lecker. Also vor allem süßlich, ne? Schmeckst du gerade am Anfang, aber trotzdem diese rauchige Barbecue-Note. Ne? Genau. Ist auf Blaubeerenbasis. Ist eine Habe ich tatsächlich gerade im Chat gelesen. Ja, Habt ihr perfekt. geschrieben, soll mit Blaubeer Ja, machen. perfekt. Bourbon Blueberry. So, und dann haben wir hier Cornbread. Ich probiere mal ein Stück, ja? Ja, Weil sonst mindestens, wird es zu komm. much. Boah, Und? geil. Halleluja. Erinnert mich so, also an so, auch. an so einen herzhaften Kuchen, weißt du? Also so, wie als wenn ich jetzt, also süß will ja nicht dazu passen, aber wie so ein Kuchen von der Konsistenz her, aber vom Geschmack her passt halt jetzt wirklich perfekt dazu. Was glaubst du, ist da alles drin? Mais, definitiv. Maisbrot, danke.
Ja. Zwiebeln, Ja. Bacon. Bacon, Paprika, kann sein? Paprika nicht, Okay. aber Cheddar. Cheddar, okay, ja. Okay. Im Bacon schmeckt man kaum raus, heißt ehrlich. Bier. Bier, okay. Nimm gerne. Ich habe die Challenge hier noch vor mir. Mein Lieber. Und schon habe ich mich eingesaut. Schau mal. Schön im Butcher Paper, Red Geil. Coleslaw. Probier mal hier den Coleslaw, würde mich echt interessieren. Wie soll ich den denn probieren? Ja, gute Frage, ne? So, bitte sehr. Vor allem, ich hatte jetzt noch was Wagyu drin, geil, die Kombo. Kombi, ne? Boah, geil. Du hast die Säure dazu, Das du ist hast aber das richtig gut. Frische. Geil. Oh, sehr lecker. Aber man schmeckt sofort auch mächtig wieder, ne? Ja, ne? Deswegen hast du mir auch hier hingelegt, ne? Geschmack kommt ja nicht von irgendwo her und er muss ja auch transportiert werden, ne? Und Fett ist eben Geschmacksträger. Wie alles hier so ungefähr, ne? Richtig. Also diese 9 Kilo sind ungefähr nachher äquivalent zu 600 Portionen, also 600 Menschen, die das essen würden. Das sind so Daten, die brauche ich jetzt gerade in diesem Zustand nicht zu wissen. Weil Aber dann deine hat das- Zuschauer, kannst du in den Kommentaren schreiben. Hol dein Handy raus, schreib es in die Kommentare. Da bist du auch noch aktiv am Supporten. mach ich. Ja, ich muss ja auch mal Daumen hoch geben hier. Komm. Du hast ja gerade mal gesagt, wie viel Fett das ist, wie viel Kilo das sind. Da schreibt einer, wie viel Kalorien wären das. Ja, das dürften gut und gerne Richtung 30.000 Kalorien sein. Ja, 30.000 Kalorien jetzt in einer Mahlzeit ist schon heftig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe auf jeden Fall meinen Tagesbedarf bedeckt, glaube ich. Nicht nur das. Aber ich weiß ja, wie du es machst. Und deswegen, es gibt ja auch viele, die sagen kritisch, boah, muss das sein, so eine große Menge Fleisch essen, kann man ja auch spenden und so. Aber wenn du überlegst, dass du ja die ganze Woche unter 1000 Kalorien ja isst und jetzt einmal so reinhaust, bist du nachher im gesamten Durchschnitt gar nicht dabei, mehr zu essen als ein anderer Mensch. Und deswegen siehst du ja auch so aus. Und ich sag mal, mit Ernährung, Sportwissenschaften als studiert so. Ich habe ne? Ernährungswissenschaften Ernährungswissenschaften, studiert. ja. Also ich kann das auch biochemisch erklären, falls das jemanden interessiert. Ja. So, dann schneiden wir mal wieder was auf hier, ne? Wir sind jetzt hier beim letzten Stück. Sehr gute Jungs, Dankeschön, mein Lieber. Hier kommen wir jetzt in Richtung Burnt Ends. Das wird für dich jetzt noch mal Ist schwierig. weniger saftig und Genau, weil musst ich mehr merk, kauen. ich habe gerade bei dem Stück, das war ähnlich Ja. wie das jetzt hier, gemerkt, dass es einfacher zu essen jetzt ist nach der Zeit, weil natürlich das Fett natürlich dann viel, viel weicher ist. Und die sind natürlich jetzt viel, also das meckern wir auf hohem Niveau jetzt gerade bei dem Fleisch, so, ne? Aber wir sind schon natürlich viel zu trockener, weit, weil also. sie halt schon noch kälter geworden Wir sind sind. schon viel zu weit, du sitzt noch normal neben mir, du redest noch normal, also... Der isst einfach weiter, ne? Der isst einfach weiter. Deswegen halt, Wirklich, wenn irgendwer mal Lust hat, das selber mal auszuprobieren, glaubt mir, ihr schafft nicht mal ein Drittel von diesem ganzen Ding. Schafft ihr nicht. Ja. Ja, Beilage plus Brisket, ne? Insgesamt, es sättigt halt ungemein, ne? So, du musst überlegen, du hattest jetzt 3 solche Stücke Brisket. Der hat jetzt schon, keine Ahnung, 100 davon gegessen. Aber hinten ist das Angebot. Guck mal, wie langsam er wird. wir werden echt langsam. Wir sind unter 20 Minuten, Leute. Noch ein paar Hacken hier. Oh oh. So langsam merkt auch der Körper, okay, da war viel Fleisch, viel Fett. Viel Fett. Normales Brot ist nicht einfach. Wie du gerade gesagt hast, Ja, ne? ja. Mal eben 30.000 Kalorien. Ne? Ja, also selbst da sehe ich so die erkalteten Fettadern sogar in dem Stück drin. Also das, Wie ist denn jetzt das Fleisch nach einer Stunde? Immer noch gut oder? Vom Geschmack her. Aber es ist natürlich nicht mehr so, dass du es sagst, ist halt kaltes Fett. genau. Ne? Also da muss er jetzt durch. Ja, die Leute schreiben Zeit nicht vergessen, ne? Es sind noch 9 Minuten. Hast du auf dem Schirm? Ich habe es auf dem Schirm, ja. Ich habe auch auf dem Schirm, dass jetzt nur noch das eine Stück hier ist. Ja komm, hier, die Krümel müssen auch noch rein. Ne? Also komm, jetzt dürfen wir hier... Wenn das letzte Stück so ist wie das vorletzte, dann schaffst du es. Da ist jetzt zum Glück mit dem Fett dran, das geht einfacher. Du bist echt eine Maschine, ey. Scheiße. Noch ist ja, man darf den Mund ja nie zu voll nehmen, aber ich sag immer,
Nee, 9 Kilo Brisket ist nicht zu voll. Du Ne? hast mir den Falschen angelegt, aber das ist ja auch der Grund, warum ich mittlerweile schon ins Ausland muss, um die Challenges kostenlos essen zu dürfen. Weil in Deutschland schon viele sagen, die haben schon so einen Scheckbrief davor. Ja, ne? okay. Bin ich einer der Idioten, die drauf reingefallen sind noch, ne? Was sagt die Uhr? 7 Minuten? Ja. Okay. Ja komm, hier, das Brett muss leer werden, ne? Das zählt noch dazu hier. Ich mach dich so pleite, mein Lieber, wenn ich hier fertig bin. Ja, wenn das gleich durch ist, dann kümmere ich mich mal wieder hier um mein Fest, ne? Das ist auf jeden Fall deutlich schöner für mich, Kannst du mal mir das versuchen? jetzt hier noch anzugucken. Ich würde dir den Tipp geben, versuch mal ein bisschen mehr Umsatz hier heute zu generieren. Ja, ich glaube, das kriege ich nicht aufgeholt jetzt für die nächste Weinflasche Zeit. kümmern danach. Ich sehe schon, nächste Woche Berge Stadtbach zu oder hier. Ja, erstmal Fleisch leer, weißt du, alle online, alles ausverkauft. Komischerweise irgendwo woanders. Ne? Und du lässt ja manchmal gerne so ein paar Krümel liegen, ne? Dann kann ja online nie jemand was sagen. Aber jetzt hast du ganz viele Leute, die akribisch drauf gucken, ob das Brett hier leer ist. Ja? Also Leute, bitte, er muss es wirklich leer machen. Die Stücke hier, die Ich habe kriegen wir, Haus und ja. Hof zu verlieren hier. Die letzten Reste. Also, komme was wolle, brutaler Respekt. Wahnsinn. Weißt du, er hat gleich so einen Schwangerschaftsbauch mit einem Sixpack drüber. Du musst überlegen, da ist jetzt so ein Brisket drin im Bauch. So Leute, zählt das jetzt hier schon? Ja, ich denke ja. Wirklich? Ja. Hey, alle gegen mich hier, meine Güte. Zwei Minuten 50 Restzeit. Ja, Glückwunsch. Hallo? Warte. Ich danke dir. Wirklich gut. Ich danke dir. Leider. Ja, Leute, damit haben wir in 2 Minuten, ich sag mal, noch 2 Minuten 30, 50 auf der Uhr als Restzeit und haben die legendäre Wagyu Challenge geschafft. Und dann ist das der Stempel Nummer 7 auf meinem Big M Lifetime Pass. Und damit bist du Nummer 7 von Restaurants, lokalen Geil. Marken, bei denen ich kostenlos essen darf für die Ewigkeit. Geile Nummer. Und dann deine Signatur sehr gerne drunter. So, lebenslange Fleischlieferung vom meatshop.de. Geil. Ich weiß nicht, ob ich dir danken soll, aber hast du gut Hat gemacht. mir sehr viel Spaß gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Auch euch hoffe ich, hat das Ganze gefallen. Dementsprechend würde ich mich für ein Like und ein Abo freuen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was so wirklich, was es noch nie gegeben hat. Wir haben ja auch hier gerade ein ganzes Tier auf dem Spieß. Überlegt euch irgendwas. Wir kriegen das hin. Auf jeden Fall. Aber wirklich etwas, was er nicht schafft, bitte. Dann würde ich sagen, abgesehen vom YouTube-Video machen wir jetzt weiter mit dem Event, denn das geht noch ein paar Stunden. Auf jeden Fall. Falls ihr nicht im Stream dabei gewesen seid, wir streamen das immer 2-mal die Woche, jeden Donnerstag und Sonntag neue Challenges. Das war's für die heutige Challenge. Ich danke dir und wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal bei Big M. Macht's gut. Liebe Grüße aus Gütersloh vom Grillfest mit einem neuen Wagyu-Rekord. Ciao, ciao. Auf jeden Fall. Danke, dass ich da sein durfte hier in eurem Stream. Geile Community. Schön zum Abschluss und das ist definitiv der Crepe. Wie ihn einige von euch im Stream geschrieben haben, der Zimtteller. Wir haben nämlich einen Crepe. Einmal gab es den mit Zimtzucker, einmal mit Nutella. Und wir haben die doppelte Menge natürlich genommen. Das heißt Zimtzucker Nutella. Ja. Der Crepe top. Da gibt es nichts. Sascha-Eis. Also ich kann jedem mal nur empfehlen, wer Zimt mag, ein bisschen Zucker und von Nutella nicht genug bekommen kann, kommt mal ein bisschen Zimtzucker darüber. Schmeckt geil. Hat noch mal so was Crunchiges dazu, ne?